Hi Leute, heute geht es um einen Mittelwellensender von Stefan 0719, der so gut wie keinen Strom verbraucht, mit einer 9-Volt-Batterie funktioniert und echt super frequenzstabil ist, super gut funktioniert. Womit man mit Mittelwellenradio, wie jetzt mit dem da oder auch mit anderen Radios, den gut empfangen könnt. Ihr braucht eine Platine und eine Säge. Da sägt ihr dann am besten erstmal so einen Streifen von der Seite ab und den Streifen sägt ihr dann noch Stück für Stück in lauter so kleine, ich sag mal, so kleine Pads. Dann braucht ihr noch Klebstoff. Ich nehme jetzt da mal Sekundenkleber, allerdings anderer Klebstoff geht es auch. Achtung, aufpassen, der klebt die Finger und die Augen viel mehr als die Pads. Kann heikel werden. Und ihr braucht einen PC547-Transistor und noch ein paar andere Bauteile. Den Plan dazu zeige ich euch noch. Jetzt fange ich aber erstmal an, eine Spule zu erstellen. Dazu nehme ich jetzt meinen Streifen Papier, den ich einfach mal irgendwo abgerissen habe, eine Mignon-Batterie und wickle den Papierstreifen um die Mignon-Batterie auf. Einfach den Papierstreifen da schön rumwickeln. Und am Schluss, bevor es fertig ist, klebe ich hier das Stück da noch fest. Ich versuche das jetzt mal, dass ich hier Klebstoff auftrage. Ob es der ist sehr dünnflüssig, da kommt gleich ziemlich viel raus und aufgeklebt. Ups, der klebt echt alles. Die Finger. Also anderer Klebstoff ist eher zu empfehlen als Sekundenkleber dafür. Jetzt klebt mein Finger da fest. Ich würde euch empfehlen, nur ganz wenig Klebstoff zu nehmen, wenn ihr mit Sekundenkleber arbeitet, dass das Papier dann auch wieder von der Batterie runtergeht. Okay, dann nehmen wir einen Kupferlackdraht, so 0,3 mm etwa, und wickeln den 60 Mal darum. Wir lassen hier ein bisschen was frei und 60 Mal umwickeln. So, nachdem der 60 Mal darum gewickelt ist, kann man den Anfang mit dem Ende kurz hier so verdrellen. Hier gucken, dass es ungefähr 1 cm ist. So, 1 cm von der Spulenbreite. Wenn man das hat, dann kann man das Papier mit dem Akku dann ganz vorsichtig rausziehen. Ganz vorsichtig rausziehen. Dann haben wir eine Luftspule mit 60 Windungen. Von den Pads brauchen wir 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe von Stefans Schaltplan jetzt mal einen Plan gemacht. Die Schaltung ist von Stefan 0719 und es ist echt eine sehr gute Schaltung, funktioniert sehr gut. Also ich habe schon ausprobiert, habe schon zusammengebaut. Als Transistor kann man eine BC547B oder BC547C nehmen oder BC548B oder BC548C. Dann von Basis auf Masse jeweils 2x1N, von Kollektor auf Masse jeweils 2x1N. Die 1N sind dazu da, dass das Ganze stabil wird. Das hat Stefan entdeckt, dass die Schwingfrequenz sich nicht, also dass die Schwingfrequenz stabil ist, dass sie sich nicht im Takt des Audios die Frequenz ändert, sondern dann nur die Amplitude quasi. Dann hier haben wir einen 1N-Kondensator und die Spule, die wir gewickelt haben, und ein 3,3K von Basis auf Kollektor. Dann einen 2,2 Kiloohm Widerstand und hier den 100 NF auf Masse, der die Hochfrequenz kurz schließt. Und über 47K hängt das am plus 9 Volt und dann noch ein 100 mF Elko, dass die 9 Volt stabil da sind. Dann hier ein 470N Kondensator mit 150 Ohm Widerstand in Reihe zum Audio. 150 Ohm aus dem Grund, um die Audioqualität zu schätzen, weil viele Audioquellen, Handys und so, die geben so eine Art PBM-Audio raus, das kaum gefiltert ist, das nur ein aus schaltet digital. Und wenn das wenn es einschaltet, dann fließt ziemlich viel Strom mit den 470N und den 100N auf Masse ab. Und das kann die Audio-Endstufe eventuell beschädigen. Daher 150 Ohm noch davor, vorsichtshalber. Und dann kann nichts schief gehen. Ich habe dazu mal einen Aufbauplan gemacht. Was wir brauchen, sind Kondensatoren, ein 100 NF mit 104, Bezeichnung 104, ein 470 NF mit der Bezeichnung 474, ein 100 μF und 5 mal ein NF.
da steht 102 drauf. Die 100 mF ist ein Alko. Und das hier sind auch so kleine Keramikkondensatoren. Es muss 102 drauf stehen auf den und auf den 104. Und hier 474, man kann das auch aus 4 Stück 100 NF machen, also 4 Stück parallel von 104, dann hätte man quasi 404, würde auch gehen. Widerstände brauchen wir 150 Ohm, das ist braun, grün, braun, gold, einen 2,2 Kiloohm, rot, 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 gold, einen 3,3 Kiloohm, orange, orange, rot, gold und einen 47 Kiloohm, gelb, violett, orange, gold. Die Werte sollten eingehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Dann ein BC547C oder BC547B, dann den Batterieclip am besten mit einem 9 Volt Block noch und am Audioeingang hier die Audioquelle dran. Und die Spule aus 60 Windungen auf einer Batterie. Auf eine AA-Batterie einfach Papier rum, 60 Windungen von Draht drauf und dann müsste das schon gehen. Als allererstes mal die Pads positionieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also quasi so ein Quadrat und hier noch ein. Den Abstand zwischen den Pads groß genug lassen, aber nicht zu groß, einfach so, dass die Widerstände, die Bauteile schön dazwischen passen. Und der Transistor, der wird hier mit Emitter auf Masse gelötet, dann Basis hier und Kollektor hier. Aber wir tun jetzt erstmal die Pads aufkleben. Dann fange ich mit dem ersten Pad mal an. Erstmal den Sekundenkleber auf. Gebe ich ein bisschen was davon auf die Platine. Achtung, da läuft gleich ziemlich viel raus. Bisschen was auf die Platine. Und dann das Pad einfach drauf schieben und festdrücken. Und dürfte da fest werden. Aufpassen, dass man keinen Sekundenkleber auf die Finger bringt. Ich habe es jetzt ein bisschen knapp am Rand. Aber es wird schon gehen, hoffe ich. Dann das zweite Pad, das so daneben, dass ich noch ein Bauteil dazwischen bekomme. Also den zweiten Punkt hier setzen etwa. Dann kann ich das zweite Pad aufkleben und drücken. Dann das dritte mal hier. Einfach ein bisschen Sekundenkleber drauf, das dritte hinschieben und drücken. So, und dann 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das mache ich jetzt mal, da ja nicht so schnell trocknet. Nehme ich jetzt mal 2, das eine daran, das zweite daran. Und festdrücken, festdrücken. Das dritte hier. Und drauf. Dann nochmal 3. 1, 2. 1 hier. Schauen, dass wir es einigermaßen gerade hinkriegen. 2 hier. Drauf fallen lassen und festkleben. Und das dritte hier. Drauf. Man kann es noch ein bisschen verschieben, die ersten Sekunden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da brauchen wir noch eins hier. Und da das 10. Pad. So, nachdem die aufgeklebt sind, lassen wir die trocknen. So, wenn wir das haben, kann ich die schon mal aussägen. Die habe ich jetzt nicht so schön ausgesägt. Also da bin ich leider etwas krumm gekommen, aber macht nichts. Man kann die ja immer noch irgendwie schleifen. Also gerade schleifen die Kanten. So, dann habe ich jetzt alle Bauteile soweit zusammen. Ich habe einen Batterieclip für einen 9 Volt Block. Unsere Spule mit den 60 Windungen. Das war vorher auf einer AA-Batterie, auf einer Magnum-Batterie. Dann die Platine mit den Lötpads. Dann einen 150 Ohm Widerstand, braun, grün, braun. Dann einen 2,2 Kiloohm Widerstand hier, das ist der rot, rot, rot. Einen 3,3 Kiloohm, das ist orange, orange, rot. Und einen 47K, das wäre gelb, violett, orange. In dem Fall ist es gelb, violett, schwarz, rot. In dem Fall ist es
den 5-poliger Widerstand, 5 Farben Widerstand. Ein normaler Widerstand hätte Gelb, Violett, Orange, Gold. Also 47K, 3,3K, 2,2K und 150 Ohm an Widerstände. Kondensatoren haben wir den 100 μF. Dann brauchen wir 5 mal 102, 5 mal 1 NF. Steht mit der Bezeichnung 102. 102 wäre ein NF. Dann brauchen wir einen 470 NF, 470, das wäre 474. Und einen 100 NF noch, 104. Und dazu noch einen BC547. So, das erste, was wir machen laut Plan ist, wir verbinden von unten rechts die beiden und das zweite Reihe komplett. Also 1, 2, 3 verbinden und 1, 2 verbinden mit Draht. Dazu suchen wir irgendeinen Widerstand, löten den hier und hier an und das andere Drähtchen vom Widerstand hier, hier und hier. Also wir nehmen Lötzinn, wir müssen die beiden verbinden und die 3. Nehme ich jetzt den Draht, löte den schon mal hier hin, dann hier, kann ich mit Zinn noch richtig festlöten, warten bis die Lötstelle kalt ist, dann kann ich die nochmal nachlöten, dass der Widerstand richtig schön verlötet ist, okay. Und wenn das auch kalt ist, kann ich den Draht abzwicken an der Stelle. Und jetzt müssen wir noch die 3 Brücken, 1, mal festlöten, so dass irgendwie einigermaßen halt, dann hier hindrücken und hier, ups, so, dann da drauf, richtig festlöten und da drauf. So, dann kann ich das auch abzwicken. So, okay. Dann als nächstes, der Transistor, der kommt dann hier hin. Und zwar ein Pin auf Masse. Ich denke, der Pin auf Masse, der Emitter muss auf Masse. Mal schauen, wo ist denn der Emitter von einem BC? Ah, hier ist der Emitter. Da ist der Emitter. Emitter auf Masse, der muss hier drauf, die Basis hier und der Kollektor hier oben. Und kann ich schon mal die Basis hier auflöten. So, dann mal kontrollieren, ob der auch richtig ist. Ja, der Emitter muss auf die Platine zeigen. Basis hier und Kollektor hier. Den Kollektor mal hier anlöten. Oder auflöten auf das Lötpad. So, die Basis habe ich ein bisschen gebogen, dass die ein bisschen kürzer ist. So, jetzt kann ich den so hinbiegen und den Emitter da noch anlöten. Emitter vom BC547 ist auf der Platine. Die Basis hier ist auf dem mittleren Pad und der Kollektor auf den oberen. So, dann könnten wir gleich mit den 5 Stück 1N, den 102er anfangen. Dann nehme ich jetzt schon mal 2. 2 gehen von der Basis hier auf Masse. Also kann ich die 2 gleich von den mittleren hier auf Masse löten. Dazu löte ich erst mal einen an. Also einen, dass ihr hier oben halt. So, und warte bis es kalt ist. Dann kann ich ihn nämlich dahin drücken. Und hier auf Masse festlöten wieder. Mit Zinn. Mit frischen Zinn hier festlöten. Dann warten bis das erkaltet ist. Dann kann ich den nächsten nehmen. Und den kann ich jetzt auch wieder hier oben anheften, also festmachen. So, warten bis er erkaltet ist. Dann kann ich ihn da schön hinbiegen und auch auf Masse biegen hier unten. Und auch hier unten mit festlöten. So, nicht beide Pins gleichzeitig kurz hintereinander löten. Sonst wird das Zinn hier, wenn beide Pins flüssig sind, geht das Bauteil ab. So, dann beide so. Da kann ich noch ein bisschen Zinn drauf geben, dass die auch wirklich Kontakt haben. Okay, die ersten beiden 102er, also ein NF, wären drauf.
Die nächsten beiden 100 NF, die müssten von Kollektor nach Masse, also von den hier nach Masse rüber. Das heißt, ich nehme den ersten 103er, löte ihn hier wieder an. Ne, 102er, löte ihn hier an. Dann drücke ich ihn auf Masse runter, dann kann ich ihn auf Masse anlöten. Der erste. Genau. Dann kann ich den zweiten nehmen, den Pin gerade biegen, so, den zweiten hier und schön rein und dann kann ich ihn auch runter biegen und dann das flüssig machen, den auch hier anlöten auf Masse. Ich kann dann noch ein bisschen Zinn dazugeben, dann wieder erkalten lassen den Punkt und dann kann ich den Punkt nachlöten, dass der hier sicher Kontakt hat. Okay, 4 von den 1N habe ich schon, wir haben noch einen übrig und der kommt von diesem Pad zu dem Pad rüber. Da kann ich es mir jetzt, denke ich, einfacher machen. Ich tue da 10 drauf, löte die einen Pin schon mal da drauf, warte bis es kalt ist, dann biege ich den rüber zu dem Pad und löte ihn einfach damit fest. So, dann noch ein klein wenig Zinn dazu und passt soweit schon mal. So, die 102er haben wir eingelötet, die 1NF 102 mit der Bezeichnung 102. Dann geht es weiter. Fangen wir mit den Widerständen an. Der 3,3 Kiloohm, der muss von hier Mitte auf hier oben. 3,3, das ist der orange-rot. Das ist der hier. Orange-rot. Den kann ich dazu auch mal hier anlöten, hier in die Mitte erstmal. Da wo ich einigermaßen hinkomme. Wenn man neue Bauteile hat, dann sollte man die Bauteilpins vorher etwas kürzen. Sonst werden die zu lang. So, nachdem der hier fest ist, kann ich ihn da wieder drauf drücken und da auch mit festlöten. So. Gucken, ein bisschen biegen, dann noch ein bisschen nachlöten und da noch ein klein bisschen nachlöten. So, okay. Dann haben wir nicht mehr sehr viele Bauteile. Als nächstes, wir könnten den 150 Ohm Widerstand einlöten schon. Der 150 Ohm Widerstand ist von hier nach hier. Das ist der da. Der muss von da nach da. Also mache ich es genauso, Widerstand wieder weg. Erstmal das verzinnen. Dann den Widerstand drauf. Also den Widerstand hier drauf, so dass er hält. Der muss von dem Pad bis zum äußeren. Hier. Ups, genau. Dann, wenn der da hält, dann kann ich ihn am anderen Ende festlöten. Und wenn ich das habe und das kalt ist, also wieder erstarrt ist, dann hier nochmal kurz nachlöten. Okay, nach den hier, von hier nach hier kommt der 470 NF. Da löte ich auch hier mal an. Dann der 470er da drauf. Warten bis er erstarrt ist. Und dann kann ich den hier festlöten. So, 470 NF. 470 NF ist 474. Okay. Danach, nach den 470er, kommt auch von hier nach hier kommt noch der 2,2 Kiloohm. Den hätte ich vielleicht vorher machen müssen, weil man jetzt nicht mehr so gut hinkommt. Ich versuche ihn aber jetzt trotzdem mal dazwischen zu löten.
Oder ich mache den Pin wieder ab. Löte erstmal den 2,2er da drauf. Den 2,2er hier drauf. Genau. So. Den 2,2er hier drauf gelötet. Dann kann ich den umbiegen. Zu dem Lötpad drüber. Und auf dem Lötpad hier anlöten. So. Okay. Den hier anlöten. Dann den Kondensator wieder drauf. Der 2,2. Der 2,2 Kiloohm ist rot, rot, rot. 3 rote Farbringe. Okay, und von hier nach hier rüber kommt dann noch der, warte mal, bevor ich den 47 Kiloohm Widerstand anlöte, brauche ich noch den hier. Der kommt, der 104er, der 100 NF, der kommt von hier nach Masse. Also löte ich den auch an dem Lötpad hier an. Kann man kaum sehen, um den Lötpad hier anlöten und der zweite Pin auf die Basisplatine auf Masse. Ich hätte das Pad nicht ganz so nah da machen müssen, aber es geht schon. Und das auf die Hauptplatine. Genau. So, der 100 NF von da auf Masse. Nur keine Brücke machen zwischen Lötpad-Oberfläche und Masse. So, der 104 ist dran. Den kann ich auch ein bisschen hinterbiegen noch, weil ich muss von da nach da noch den 47 Kiloohm löten. Den löte ich erst mal hier an. Da anlöten. So. Und dann nach hier, da muss ich die alle treffen. 47 Kiloohm. Das ist die Stromversorgung für den Sender. Und nochmal heiß machen. Minimal Zinn dazu. Kontrollieren, ob es passt. Und passt, ist verlötet. Okay. Was bleibt übrig? Nur noch der 100 μF Kondensator und der kommt hier vom Plus-Eingang auf Masse. Und zwar mit dem Minuspol auf die Masseplatine. Dann löte ich erstmal die Plusseite hier an. Wichtig ist, dass man den richtig anlötet. Plus auf das Pad, da wo nicht Minus ist, plus auf das Pad. Und Minus dann auf die Platine. So, jetzt wäre die Platine schon fast fertig. Was noch fehlt ist die Balken hier. Das ist im Plan die Spule mit den 60 Windungen. Können wir direkt anlöten. 1 und 2. An den beiden. So. Dann der Batterieclip. Minus kommt hier auf die Hauptplatine und Plus da. Also Plus können wir da anlöten, wo der 47 Kiloohm Widerstand und die Akkus sich treffen. Und Minus einfach auf die Platine. Machen wir auf die Platine noch etwas Zinn. Da ist Minus. So. Und dann brauchen wir Audio. Ich habe hier ein Audiokabel, da habe ich einen Chin-Stecker. Sollte man nicht machen, man sollte eine Buchse nehmen oder so. Habe ich 2 Drähte angelötet. Masse hier, das Minus-Pin. Das kann ich hier daneben anlöten. Kann ich ins Eck gehen hier. Dann das Minusdrähtchen hier. So. Und das Audio-Eingangsdrähtchen muss hier da drauf, wo der Widerstand ist. Der 150 Ohm Widerstand. Gut, und jetzt ist das Ganze schon fertig. So, dann habe ich mal eine 9 Volt Block Batterie angesteckt. Und hier an dem Audiokabel das Handy. Lass mal ein Lied abspielen. Das Deppentechno-Lied, das man ja eigentlich überall findet. Gehe ich mit dem Radio daher. Auf Mittelwelle. Und dann kann ich den Sender suchen.
Das muss hier ungefähr in der Mitte sein. Und da ist er. Da ist der Sender. Und der sendet induktiv. Man hört ihn gut. Jetzt, wenn sich das Ganze so anhört, weil ich habe hier die Lautstärke ziemlich zurückgenommen, wenn sich das so anhört oder so, dass es übersteuert ist, muss man einfach am Player die Lautstärke wieder zurücknehmen. Auf 2, 1. Und dann ist die Qualität auch gut. Reichweite. Ich habe da noch einen anderen Sender auf Mittelwelle drauf. Aber so in der Entfernung ist es stärker als jeder Mittelwellensender. Nur so ab 30, 40 cm wird der Mittelwellensender stärker. Und danke Stefan 0719 für den echt tollen Sender. Funktioniert perfekt. Und ist ein schönes Nachbarprojekt.